Im aktuellen Entwicklertagebuch gibt uns Sounddesigner Christian aka Loopsinger weitere Details zum spannenden Die Siedler 3 und 4 Nachfolger im Geiste. So geht er detailliert auf die im Spiel verwendeten prozedural generierten Maps ein, was ich euch wie gewohnt in den News kompakt zusammengefasst habe. Bereits in wenigen Wochen möchte man mit einem Reveal-Trailer den echten Namen zum Projekt HGLG präsentieren und damit Gerüchten zufolge eine echte Kampfansage in Richtung Ubisoft senden. Bis es aber soweit ist, gibt man uns erstmal mehr Details zu den zukünftigen Maps aus dem inoffiziellen Die Siedler 4 Nachfolger. Die Karten sollen sich, ähnlich wie früher, in Biome unterteilen, dabei aber vor allem durch unterschiedliche Temperaturen und unterschiedliche Feuchtigkeit unterscheiden. Also sprich, in einer Wüste ist es heiß und weniger feucht. Ihr wisst schon, was ich meine. Spielrelevant ist das insofern, dass bestimmte Pflanzen, vor allem die, die ihr anbauen könnt, in der falschen Klimazone langsamer wachsen und so eure Farm weniger effektiv machen. Man möchte aber hier noch ein kleines Stück weiter gehen, so laufen zum Beispiel Siedler und Soldaten auf schlammigem Boden langsamer. Ob sich hier die Welt zum Beispiel durch Wetterereignisse wie Starkregen während des Spielbetriebs ändern wird und ob man das Ganze als Spieler gameplaytechnisch irgendwie nutzen kann, lässt man aber noch offen. Unbrauchbare Landflächen sollen aber auch via Magie fruchtbar gemacht werden können. Der Map Generator soll euch ebenfalls ganz ähnlich wie in seinen Vorbildern zufällig neue prozedural generierte Maps ausspucken können. Im Beispiel seht ihr eine Karte mit 30% Landmasse, was wiederum für viele Inseln sorgt, und eine Variante mit 90% Landmasse. Da das Spiel auch durchaus einen kompetitiven Ansatz verfolgt, sollen Spieler stets an allen Startpositionen gleiche und faire Bedingungen vorfinden können, wie Grasland, Wüste oder Berge. Projektnamen passend sollt ihr später auch einstellen können, wie viel Startressourcen euch zur Verfügung stehen und wie ergiebig eure Berge sein werden, Stichwort HGLG. Außerdem können vorab Gewässer beeinflusst werden und nach Wunsch turniertaugliche, komplett symmetrische Karten erstellbar sein. Neu ist, dass die Karten sechseckig sein werden und sich so leichter spiegeln lassen. In Siedler 3 und 4 waren es hingegen noch parallelogrammförmige, viereckige Karten, aus denen, Achtung Fun Fact, das Zocker-Lounge-Logo entstanden ist. Egal. Durch die Hexagonale sollen sich problemlos bis zu 12 gleiche oder sehr ähnliche Startpositionen erzeugen lassen. Inwieweit das mit der maximalen Spieleranzahl pro Partie gleichzusetzen ist, bleibt aber ebenfalls noch offen und wurde wahrscheinlich auch noch gar nicht festgelegt. Ebenfalls altbekannt sollen generierte Maps via Seed gespeichert werden können und so auch nachträglich neu angegangen werden können. Auch über Modding hat man sich bereits intensiv Gedanken gemacht, so sollen sich viele weitere Parameter dann via INI abändern lassen. So, sagt mal, was sind eigentlich eure Tipps? Wie wird das Spiel am Ende heißen? Mein Vorschlag zum ans Bein pinkeln wäre zum Beispiel die Pioniere der Siedler oder Pioneers of the First Explorers. Scherz. Jedenfalls, sobald es weitere Infos zum Titel gibt, erfahrt ihr es wie gewohnt in eurer Zocker-Lounge.